Polsterschamponieren mit Baumarktprodukten, wir probieren es aus. Der liebe Mo hat mir das eine oder andere Produkt mitgebracht, unter anderem den Nigrin Fleckentferner mit Reinigungsbürste und dazu passend aus dem Dreier-Set ein Innenraumtuch. Hier hängt noch das Etikett dran, das müssen wir noch entfernen, so weg ist es. Ja, die Idee finde ich ganz cool, hier gleich eine Bürste oben drauf zu machen. Die ist natürlich aus Kunststoff und ziemlich hart. Habe ich jetzt gerade bei so einem Sitz wenig Bedenken. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Funktionsweise ist eigentlich, wie man es erwartet. Einmal aufsaugen, Dose schütteln, Verschmutzung großzügig einsprühen, den Schaum mit dem integrierten Bürstenkopf einarbeiten und dann Produktreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Ein Kritikpunkt habe ich, und zwar, mir fehlt hier so ein bisschen, es sei denn, hier steht es oben, ich gucke noch einmal drüber. Nee. Hier fehlt mir der Hinweis, dass bitte nicht punktuell zu bearbeiten ist, sondern dass wir immer ganze Flächen bearbeiten, damit wir keine Verdrängung des Flecks haben und damit keine Reinigung der Ränder. Das könnte jetzt hier noch draufstehen. Ansonsten ist es ja soweit relativ klar. Eignet sich sogar für hartnäckige Flecken. Gut, das können wir jetzt hier nicht ausprobieren. Wobei wir können natürlich gleich nochmal eine Fußmatte rausnehmen und die auch nochmal ausprobieren. Wir werden auf jeden Fall den Sitz jetzt einmal absaugen, hälftig abkleben, die Sitzfläche, damit wir auch ein Vorher-Nachher sehen, weil der Sitz nicht so extrem schmutzig ist. Dann probieren wir den Reiniger aus und dann gibt es nochmal mein Fazit. Der Staub ist jetzt erstmal weg und jetzt sehen wir, was wir hier haben. Es ist halt ein dunkler Sitz. Bei einem hellen Sitz würden wir deutlich mehr sehen. Also in dem Bereich sind wirklich relativ viele Flecken. Hier hinten haben wir Flecken, hier vorne und hier wird es richtig hell. Ne? Also man sieht hier eigentlich ziemlich stark, wie dunkel die Faser hier noch ist und wie hell sie hier wird. Also hier ist mächtig Schmutz drin, auch wenn wir jetzt keine sichtbaren extremen Flecken haben. Glaube ich, wir werden ein ziemlich starkes Vorher-Nachher haben. Ich wollte eigentlich sagen, wir kleben hier ab, aber ich glaube, der Unterschied hier vorne von da nach da ist einfach deutlich größer. Das heißt, ich werde den Sitz so abkleben, die Seite abdecken, die Seite hier reinigen und dann mal schauen, ob wir den Unterschied feststellen. Alrighty, wir starten. Wie immer gut schütteln und dann haben wir hier so eine Versiegelung. Hat sich das so runtergeklappt und damit kann man jetzt da drauf drücken. Ich verstehe. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Ich sprühe es einfach mal ein, die Suppe hier. Oh. Das ist ein sehr großer Sprühradius. Riecht aber gut. Riecht wie beim Friseur, oder Mo? Tatsächlich ein bisschen sehr groß der Sprühradius. Ich sprühe einen halben Innenraum voll. So, und dann lassen wir es jetzt mal kurz wirken. Steht zwar nichts von, aber ne, wieder sinnischer Kreis. Reiniger braucht auch Zeit zum Wirken, sonst passiert da gar nichts. Dann kommt der nächste Punkt dazu. Also wir haben den Reiniger, das ist die Chemie. Wir haben die Zeit, die Wirkdauer. Dann kommt der nächste Punkt, die Mechanik. Und dann werden wir sehen, was hier passiert. Die Bürste ist echt hart. Also ich bin da wirklich gespannt. Erstens, wie sie es macht vom Handling und auch, ob das dem Sitz so gut tut, weiß ich nicht. Aber gut, wir arbeiten den Schaum jetzt mal ein. Oh. Das klingt nicht gut. Handling ist ein absoluter Krampf. Also ich stelle mich vielleicht blöd an, die Dose ist sehr dick und ich habe echt große Hände, große Finger, lange Finger. Aber irgendwie, also so ist ein bisschen holzig. Ja, es geht jetzt schon, ne? Damit eine ganze Innenausstattung, glaube ich, ist ein Krampf und ich finde die Bürste viel zu hart. Aber okay, wir werden jetzt sehen, geht jetzt erstmal um die Reinigungsleistung. Ich lasse den Reiniger noch 5 Minuten stehen, dass er noch ein bisschen arbeiten kann, bevor ich ihn rausnehme. Und in der Zeit würde ich da mal ein pH-Messstäbchen reinhalten. Mich interessiert mal, ob das pH-neutral ist oder alkalisch. Gebe ich euch gleich nochmal Feedback. Mo hat mir gerade einen Tipp gegeben. Probiert doch mal die Bürste mit dem Lederreinigungsbürstentest aus. Der ist nämlich, bürste dir über die Hand und guck, ob es rote Striemen macht. Und wenn es dolle rote Striemen macht, solltest du nicht fürs Leder vorher den Reiniger abmachen. Ja, also so mal richtige Striemen. Guck mal hier. Also da brauche ich jetzt, normalerweise macht man 3-4 Mal so und guckt, aber also ich bürste hier richtig meine Haut weg. Also guck dir das mal an. Nee, also für Leder auf gar keinen Fall, auch selbst für Stoff. Also Stoff ist ja wirklich relativ anspruchslos und robust, aber auch da sind ja kleine ineinander verwobene und verdrehte Fäden. Und wenn ich da so rüber rubbel, dann raue ich die auch auf. Ne? Dann reiße ich diese auf, dann habe ich eine größere Oberfläche, die neigt wieder zur leichteren Anschmutzung. Also die Bürste halte ich für ein bisschen zu hart, gerade für einen häufigen Einsatz. Aber mal gucken, ob es überhaupt sauber macht. Lassen wir mal kurz stehen, ich hole mal ein pH-Stäbchen und dann halten wir mal das Stäbchen ein. Ganz spannend zu sehen, wie lange der Schaum stabil bleibt. Und da stellt sich die Frage, warum eigentlich Schaum im Innenraum? Guck mal, wie der Schaum hier zusammenfällt und ihr seht, wie wenig Reiniger wir am Ende benutzen. Das heißt, wir haben natürlich einen sehr sparsamen Materialauftrag. Und zweitens, wir haben auch weniger Feuchtigkeit, was gerade bei der Innenraumreinigung Sinn macht und können länger mit dem Material arbeiten, ohne dass es uns in die Tiefe des Stoffs einsinkt. Also gerade bei der Polsterreinigung im
auf jeden Fall im Hobbybereich macht Schaum auf jeden Fall sehr viel Sinn. Nachteil ist, pH lässt sich nicht ganz so leicht messen. Ich muss es hier so ein bisschen durchrühren. Aber es hat jetzt schon reagiert. pH 9, das stimmen eigentlich alle Farben. Oben lila, unten dieses dunkelgrün Türkis, da so ein hellgrün Braunton und da orange. Also irgendwie so um die 9, nicht pH-neutral, leicht alkalisch, ist jetzt soweit nicht schlimm. Gibt ein bisschen schonende Reiniger oder zumindest was heißt schonender, neutralere Reiniger, die arbeiten dann aber mit anderen Tensiden. Also pH-Wert passt, finde ich jetzt nicht besorgniserregend für den Innenraum. Okay, man soll es mit einem feuchten Tuch abnehmen, macht auch Sinn. Das Wasser reinigt dann am Ende oder holt den Dreck raus, der jetzt gelöst ist. Wie gesagt, dieses Innenraumtuch, ja, es hat hier eine Stickerei, die ist echt blöd für empfindliche Oberflächen und das Etikett habe ich schon abgerissen, was hier unten war. Das ist auch blöd. Bei Stoff spielt es keine Rolle, da könnt ihr auch ein Baumwolltuch oder ein einfaches Tuch nehmen. Das macht jetzt nicht so den Unterschied. Das ist kein großes Problem. Genau. Wichtig ist, wir müssen jetzt, egal bei welcher Polsterreinigung, irgendwie dafür sorgen, dass wir den Schmutz und möglichst auch viel vom Reiniger wieder entfernen können. Im Profibereich verwenden wir dafür einen sogenannten Sprühextraktionssauger oder auch Waschsauger genannt. Der saugt oder spritzt Wasser auf und saugt gleichzeitig wieder ab und dadurch wird der Reiniger und der Schmutz abtransportiert. Im Hobbybereich kann man sich sowas auch durchaus leihen, sowas verleihen Baumärkte für ein paar Euro, 20 Euro am Tag oder so und auch Drogerien teilweise. Aber wer sowas nicht hat oder schnell reagieren will, der kann auch ganz oldschool mit einem Tuch und Wasser arbeiten. Aber auch da, ich habe jetzt einmal ausgewogen. Guck mal, was da rauskommt. Also das war jetzt wirklich einmal ausgewrungen. Das ist richtig schmutzig. Und den Dreck müssen wir rausbekommen, weil sonst haben wir am Ende nur eine Verteilung des Drecks. Ne? Das heißt, so 2, 3 Runden mit Ausspülen darf man hier ruhig durchgehen. Also da kommt wirklich Suppe raus. Ist ein gutes Zeichen, gerade für den Reiniger. Das zeigt nämlich, dass er auf jeden Fall was löst. Und auch hier brauchen wir wirklich Druck, ne, weil wir müssen in die Faser kommen, müssen dafür sorgen, dass der Schmutz aus der Faser in unser Tuch kommt und aufgenommen wird und nicht einfach nur verteilt wird. Aber auch hier wieder der Vorteil von Schaum. Der Reiniger samt Schmutz sinkt einfach nicht so tief ein durch die schaumige Oberfläche. Das macht gerade wirklich für einen Hobbyanwender sehr viel Sinn, Schaum im Innenraum zu benutzen. So, letzte Runde. Dann nehme ich mir noch mal ein trockenes Tuch hinterher. Also zu dem Tuch vom Handling kann man da jetzt nichts sagen. Ne? Also das ist ein Mikrofasertuch, das ist ein kurzfloriges Tuch. Ich würde es für den Innenraum verwenden, aber nur für Stoff und kratzerunempfindlichen Kunststoff. Das ist kein Thema, aber jetzt für Klavierlackleisten oder Hochglanzleisten macht das absolut keinen Sinn. Ja, der Eimer ist richtig schmutzig, den kippen wir gleich mal aus, da können wir dann mal reingucken, was da an Schmutz aus diesem Sitz kam. Mo, ich würde vorschlagen, noch einmal im trockenen Tuch rüber, dann schauen wir mal, wie es im feuchten Zustand aussieht, lassen das Ganze trocknen und zeigen euch dann am Ende das Ergebnis und mein Fazit. Wunderbar, wir haben den Sitz jetzt trocknen lassen und ich muss tatsächlich sagen, das Ergebnis gefällt mir gut. Wir sehen hier im vorderen Bereich, packen euch die Finishbilder rauf, wir haben wirklich einen grau-beigen, sandigen Stoff oder eine sandige Stoffverfärbung, gerade hier, wo die Beine mal aufliegen. Und hier ist der Sitz wieder schön tief schwarz. Auch die weißen Fäden sind wieder wunderbar sauber. Klar, es ist ein dunkler Sitz, da sieht man den Unterschied nicht ganz so krass wie bei einem hellen Sitz. Aber auch hier, wenn man genau hinguckt, ich hoffe, die Kamera fängt das ein, sieht man genau, wo das Klebeband saß und wo die Flecken abgeschnitten sind. Die Reinigung hat gut funktioniert und auch hier, wo der Extremfall war, wo wir hier diese großen Wasserflecken hatten, die sind wirklich komplett weg. Von daher, Reinigungsleistung vom Produkt finde ich gut. Die Bürste finde ich für den Dauerbetrieb ein bisschen grob. Wer jetzt sagt, ich will ja einmalig mein Auto reinigen oder meine Sitze reinigen und gehe danach schonend drüber oder sorge dafür, dass es nicht mehr so dreckig wird, kann das schon mal benutzen. Das Produkt fliegt jetzt hier auch nicht mehr rum. Ich hatte einen geringen Verbrauch, also es war wirklich sehr sparsam, was da rauskam. Von daher, Reinigungsleistung hat mir gut gefallen. Die Bürste oben eher nicht, aber für zu Hause, wenn man nichts anderes hat, man braucht eine Bürste, braucht nicht mal eine Bürste zusätzlich, man braucht nur ein Tuch zusätzlich und einen Wassereimer, den hat jeder zu Hause. Von daher kann man schon machen, Reinigung hat mich überzeugt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein.